Planlos geht er planlos. 29.12. 14:30 Uhr. Ich zeige es euch. Ich habe gerade eben Flug gebucht. Und der Abflug ist in nicht mal 2 Tagen, also weniger als 48 Stunden. 14:15 Uhr. Ich zeige euch auch, dass ich das wirklich gerade eben erst gebucht habe. Gerade eben kam die Bestätigung 14:22 Uhr. Das würde ich mal als mega super Last Minute nennen. Ich buche jetzt noch ein Zimmer für eine Nacht. E-Visa habe ich heute Morgen beantragt. Eine Versicherung muss ich jetzt noch abschließen online. Speziell für Sri Lanka, eine Covid-Versicherung. Und ich lasse mich jetzt voll auf dieses Abenteuer ein. Und ich nehme euch alle mit. Das wird mein erster Vlog. Jetzt bin ich hier. Es hat alles geklappt. Flug vor 2 Tagen gebucht. Die eine Nacht, eine Unterkunft, also eine Nacht nur gebucht. Versicherung, Covid-Versicherung, Health Declaration und so weiter und so fort. Visa. Und das alles innerhalb 2 Tage. Ich steige jetzt in den Flieger. Ich hoffe, ihr rutscht alle gut rein. Happy New Year, meine Freunde. Bin gelandet im Flieger. Ihr habt nichts verpasst. War jetzt kein Spektakel. Keine Sektkorke geknallt. So. Und jetzt warte ich auf meinen Kumpel, der holt mich ab und bringt mich wahrscheinlich wieder zu seiner Familie. Gibt's Frühstück und danach geht's nach Mikidama. Mein Kumpel hat ähnliches Erlebnis wie ich gehabt, also planlos geht er planlos. Der wollte mich abholen, Autopanne gehabt und jetzt ist das Auto beim Reparieren. Jetzt hat er noch ein anderes Auto organisiert, aber hat da auch ein Frühstück klar gemacht und ist ein wirklich cooler Typ, den habe ich hier kennengelernt und wenn jemand nach Sri Lanka kommt und einen Fahrer braucht, ich tue mal dem seine Handynummer unten verlinken in der Beschreibung und bei dem kann sich jeder melden. Das ist so ein herzensguter Mensch, der hat mich schon 2-mal zu seiner Familie gebracht, ein echt toller Typ. Das nenne ich mal einen Empfang. Kumpel von mir hat jetzt hier Frühstück organisiert, bevor es zur Unterkunft geht. Und genau deshalb liebe ich dieses Land. Ihr habt es ja voll mitbekommen. Da war eine Panne mit dem Auto von meinem Kumpel. Da waren die ja zu zweit. Ein Kumpel von ihnen hat uns dann abgeholt. Zu dieser Family gefahren, Frühstück gemacht. Die haben mich jetzt hier in diese Eco Village Resort gebracht. Die sind jetzt nachschauen gegangen wegen seinem Auto zum Reparieren. Und dann habe ich jetzt hier einfach 2-3 Stunden gepennt. Das sage ich hier, ey, so eine Hilfsbereitschaft, das ist Wahnsinn. Also, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir werden sehen. Jetzt geht es weiter, waren kurz hier beim Coco Drive-In. Das ist ja mein Zimmerle für die nächsten 2 Nächte. Ja, es sind ja eigentlich 3 Zimmer zu vermieten. Und der Rest ist so geteilt. Also hier zum Chillen. Hängematte. Peanut! Irgendwo läuft der Hund rum. Peanut. Und hier kann man auch noch chillen. So, jetzt. Hey, my friend! Wieder einer. Nimm mal bei mir die Hunde. Koturoti, Vegetable mit so 2 verschiedenen Soßen. Was Scharfes, eine mildere Currysoße, Papayasaft. Und ja, das wird dann hier zubereitet. Ja, egal wie das jetzt aussehen mag, für manche mag das unhygienisch aussehen. Ich war glaube ich schon 17, 18 Mal in Asien und ich habe in jedem Land schon guten Appetit, Durchfall bekommen, aber ich habe in Sri Lanka war ich jetzt 3 Mal und ich habe noch nie hier irgendwie Probleme gehabt oder mit dem Magen. War immer alles tipptopp. Muss ich nur zu helfen wissen, hier in der Palme. Den kennt ihr, Kollege? Peanut noch nicht, alias Erdnuss, Servus die Erdnuss. Oh, das ist so eine treue Seele. Als ob wir uns schon so lange kennen würden. Ja, Hunde sind die besseren Menschen. Mit dem Schwanz gewählt.
Ah, da ist der andere Kollege. Bist du eifersüchtig? Oder willst du mitmachen, eine Runde TRX? Ja? Heute sind Beinchen dran. Hier. Na, die mag ich. Good morning, meine Freunde. Ich gehe gerade an den Strand. Und ihr habt es gestern gesehen, also was da passiert ist, auch mit meinem Kumpel. Und ich weiß, ich kenne mich früher, boah, da wäre ich abgefuckt gewesen, dann hätte der Urlaub schon ganz anders gestartet. Ich habe jetzt 2,5 Stunden im Flughafen gewartet auf ihn. Dann nach dem Frühstück konnte ich ja trotzdem nicht in diese gebuchte Unterkunft. Und wir sind, er hat mich ja dann quasi an einem anderen Ort abgestellt, da wo ich dann gepennt habe. Und dann ging es weiter, aber hätte ich mich aufgeregt, was hätte es gebracht? Die Situation hätte es sowieso nicht geändert und man hätte dann den ganzen Tag mit diesem miesen Gefühl, ja, es wäre so wie so ein negativer Beigeschmack die ganze Zeit. Deshalb, ich war mega entspannt und habe dann einfach die Zeit mit anderen Dingen verbracht. Ne? Als ich am Flughafen war und gewartet habe, habe ich mir halt die ganzen Nachrichten angeschaut, gerade wegen Neujahr. Ne? Als er dann sein Auto repariert hat lassen, dann habe ich auch gepennt. Ich war ja fix und fertig. Ja, jetzt bin ich hier. Der Strand heißt hier, da wo ich gestern auch war, der heißt Coconut Beach. Das gehört noch zu Midigama. Und ich muss morgen die Unterkunft verlassen, weil die ist dann fully booked. Das ist halt auch eines der Dinge, mit denen man halt rechnen muss, wenn man alles so spontan bucht. Aber für mich ist es besser, als wenn ich alles fix durchbuche, wie ich es früher gemacht habe. War mir schon in Thailand, hat es eine Woche geregnet und dann war es da irgendwo an einem Ort, ja, wo scheiß Wetter war. Also, ich gehe jetzt mit dem Typ von der Unterkunft, gehe mir heute surfen und dann gibt es einen Platzwechsel. Ja, das ist der eigentliche Strand von Midigama. Das, was ich euch letztens gezeigt habe, das war quasi Coconut Beach. Dieser ganz kleine Abschnitt. Ihr habt jetzt mal einen kleinen Einblick gekriegt, so Midigama, also Midigama Beach ist das jetzt hier, was ich euch gerade eben gezeigt habe, und das andere war dieser Coconut Beach. Was so die Situation hier angeht, also ist mega entspannt. Ich war ja 2019 hier vor der Pandemie und genau während der Pandemie. Also letztes Jahr war ich quasi hier mittendrin, wo es ausgebrochen ist. Also am Anfang war alles easy going, so die letzten 10 Tage war es teilweise mit kompletter Ausgangssperre. Und jetzt der Vergleich auch zu hier und bevor die Pandemie angefangen hat. Also rein vom Gefühl denke ich sogar, dass das bisschen mehr los ist. Kann ich mir auch vorstellen, wenn ich mir überlege, dass so die Einreisebestimmungen in andere asiatische Länder halt im Moment, ja, mit Quarantäne und was weiß ich. Und hier war alles kein Problem. Und Masken sieht man, ja, gerade bei den Einheimischen sehr oft, sogar auf dem Roller. Ich habe halt schon erzählt bekommen, wäre sogar Pflicht, beim Rollerfahren anzuziehen. Das sind auch hier und da mal Polizeikontrollen. Aber ich habe jetzt noch keinen Tourist kontrollieren, also noch keinen gesehen, also niemand als Tourist, wo kontrolliert worden ist. Und ja, ich habe heute selber einen Roller ausgeliehen und bin noch ein paar andere Strände, wo ich abgeklappert habe. Die werde ich dann beim nächsten Vlog zeigen, wenn ich dann dorthin ziehe. Ja, weil ich bleibe jetzt erstmal noch ein paar Tage hier. Und in dem Vlog habe ich gedacht, ich zeige jetzt einfach nur das, was so hier in der Gegend ist. Und wenn jemand sehen will, was ich so tagtäglich, ich bin ja heute auch mit dem Roller rumgefahren, was ich auch gegessen habe und hier, und wie so die preisliche Situation hier ist, könnt ihr alles so auf meinem Instagram in den Story, das seht ihr tagtäglich. Und ich werde hier dann immer die Vlogs, also jetzt hier gerade auf Sri Lanka, werde ich immer von Region zu Region machen. Also Leute, dann bis bald. Ja, die Sonne ist hier jetzt gerade untergegangen. Ich zeige es euch mal kurz, wie es hier so draußen aussieht. Auf den Straßen ist schon einiges los im Gegensatz zu den Stränden und so. Ich weiß jetzt nicht, ob man es hier gut erkennt.
Da ist jetzt schon gerade am Dunkeln. Da ist jetzt schon dunkel auf jeden Fall. Und ja, hier ist mein Roller.